Hallo und herzlich willkommen zu Exoprimal. Ich habe das Spiel schon 2, 3 Spiele gespielt. Das wird so eine kurze Einführung. Also wenn ihr Gameplay sehen wollt, dann schaut euch die nachfolgenden Videos an. Ich wollte gestern das aufnehmen, hatte aber mit dem Internet Probleme und das heißt, die Geschichte ist jetzt eigentlich abgehakt. Also die nachfolgenden Videos, die ich verlinke, sind eigentlich schon passiert, sage ich mal. Also da war ich noch sehr unwissend. Also ich weiß jetzt auch noch nicht viel vom Spiel. Aber mir geht es eigentlich darum, dass die Story, dass ich kurz aufarbeiten kann, wie es da geht, weitergeht und so weiter. Wie es angefangen hat, was... Also ich weiß es selbst noch nicht, ich habe wie gesagt das Spiel noch nie gespielt. Nur eben die Einführung habe ich gespielt, das Tutorial, eine Mission mit Boots, dann etwa 2, 3 mit echten Menschen. Und es scheint im Moment so zu sein, dass es 5 gegen 5 Spieler sind. Also man hat so Suits, also so Anzüge. Und jeder hat eine verschiedene Fähigkeit etc., eine Spezialität. Einer ist so mehr der Tank, einer mehr der Heiler, Unterstützer, einer der Krieger und so weiter. Da gibt es verschiedene Dinge. Ich werde jetzt im Detail nicht auf das eingehen. Mir geht es im Moment eigentlich gerade um die Geschichte, wie es angefangen hat, damit ich eben danach weiterspielen kann. Und ich mache es halt immer so, ich spoilere nicht oder ich gehe nicht da alles nachlesen, wie, was, wo, also die Lösung irgendwo nachlesen. Ich starte einfach ein Spiel und lasse mich überraschen, was kommt. Jetzt hätte ich hier eben Geschichte, die weitergeht, aber damit ich nicht ein Durcheinander bekomme und auch ihr, damit ihr da nachkommt, um was es genau geht, probiere ich jetzt eben hier die Reihe nach. Das sind so kurze Videos. Und das Problem ist, gestern bei der Aufnahme hatte ich eben das Internet weg. Danach auf einmal hatte ich Serverprobleme, das heißt das Spiel war plötzlich weg. Und ich habe dann probiert, die Aufnahme zu retten, aber das ist irgendwie ein riesen Durcheinander. Und dann habe ich mich entschieden, ich mache jetzt halt das Video gerade neu, damit ich eine Einführung habe, damit es zusammenhängend ist. Also ich mache jetzt mal das allererste Video. Das heißt, das Problem war auch, dass wenn man das Spiel startet, man hat keine Pausefunktion. Also das Tutorial und die Einführungsvideos, die laufen einfach, die kann man nicht unterbrechen. Und ich war eigentlich, blöd gesagt, gestern ziemlich im Arsch, als das da alles einfach nach dem anderen abgespielt. Aber ich will ja, dass das Sinn macht mit den Videos. Das heißt, ich probiere jetzt selbst herauszufinden, um was es überhaupt geht in dem Spiel. Ich mache jetzt mal das erste Video. Das war dies da, als man das Spiel gestartet hat. Ich probiere jetzt halt einfach die Geschichte irgendwie zusammenbekommen. Also wie gesagt, man hat irgendwie so Exosuits, das sind so Anzüge und man kämpft gegen Dinosaurier. Ich bin im Moment, glaube ich, auf einer Insel, wo die KI durchgedreht ist. Die will unbedingt den besten Anzug herstellen, so wie ich das verstanden habe. Und die hält unser Team hier auf der Insel gefangen. Das heißt, wir kommen nicht mehr weg. Und müssen eigentlich das machen, was die KI will, sonst wird sie uns töten, blöd gesagt. Aber wir müssen fürs Überleben kämpfen.
Weil die Dinosaurier sind anscheinend real, also die können uns effektiv töten. Ja, wie gesagt, ich probiere jetzt mal so ein bisschen den Zusammenhang zu finden. Ich weiß noch nicht, ob es so ist, wie ich das jetzt gerade gesagt habe. Für das habe ich zu wenig Infos freigeschaltet. Ich schaue jetzt mal. Ich lasse jetzt mal das erste Video ab. Ich probiere mal eben rauszufinden, wie das genau jetzt geht. People. Technology. Under threat from dinosaurs. Defending the peace. IBS World News. Hello, viewers. I am Ivy the android. And here is the latest news. This is footage of last week's major dinosaur outbreak. As you can see, an exofighter unit was on the scene to stop the raptor swarms. IBS's superior dinosaur forecasting and cutting-edge exosuit technology were able to keep human casualties to zero. Weiß auch nicht, ob das die Erde ist oder was. Meanwhile, IBS continues to recruit candidates to become new exofighters, humanity's greatest hope. Here are the latest images of recently developed exosuits. Ich weiß nicht, ob das so eine Art Starship Troopers ist, dass man statt gegen Käfer gegen Dinosaurier kämpft. Oder ich weiß nicht, ob das jetzt eine reine Simulation ist. Aber wenn es ja eine reine Simulation wäre, könnten wir ja nicht sterben. Das ist das, was mir im Kopf zerbrechen. Ja gut, wenn die KI die Anzüge kontrolliert und uns so wirklich töten könnte. Gut, ich weiß nicht, ob ich mir da zu viele Gedanken mache. Das sind auf jeden Fall die ganzen Anzüge, die man haben. Das erinnert mich so ein bisschen an Warframe und Earth Defense vor. Und Starship Troopers, also ich finde es noch einen interessanten Mix irgendwie. IBS's advancements make our world a better place. And we owe it all to Hyzal. Technology for the future. Technology for you. Another exofighter recruit, right? Welcome to IBS. We'll begin by registering your data. That's not an option. Das Gemeine war, gestern habe ich das Spiel gestartet. Da wollte ich eigentlich nur die Optionen einstellen, damit ich das streamen kann und spielen kann. Und dann hat es das Video einfach abgespielt und dann kam das Tutorial und ein Video nach dem anderen. Ich konnte gar nicht pausieren oder es eben aufnehmen. Da habe ich dann eben den Charakter erstellt. Danach kam diese Sequenz. Also den Charakter habe ich gemacht. Please proceed to the firing range. You will now take an exofighter aptitude test. Leviathan will provide instructions for operating exosuits. Back to middle. Do not deviate from Leviathan's guidance. Begin. What the hell are you guys doing? It's a secret robot handshake. Danach, also das Tutorial spiele ich nicht durch, das ist nicht Bewegendes oder was man aufzeichnen müsste, sage ich mal. Man geht rein, dann kommt ein Schießstand, man hat da wirklich einfache Funktionen, dann sagt man eben, dass der Exosuit einige Spezialfunktionen hat, dass man den tauschen kann. Das war's dann eigentlich. Danach kam das Video. Well done.
Calculating aptitude test result. Result. Exemplary. Congratulations. You are now a member of the IBS family. As a new exofighter, IBS will be assigning you to an extremely safe detachment. Patrol Unit number 52585. Codename, the Hammerheads. We look forward to seeing you grow with IBS. Also das heißt, ich bin komplett neu und dann ist irgendein Team, wo mich aufnimmt, aber ich glaube, das Team hat irgendwie Scheiße gebaut und das heißt, die haben mich jetzt quasi, glaube ich, an der Backe irgendwie so. Blick noch nicht ganz durch. Jetzt weiß ich nicht, dieses Video kam danach. Es kam, glaube ich, zuerst dieses da, ja genau. Das heißt, nach dem Interviewraum und dem Tutorial kam nachher dieses Video. Und das konnte ich eben, wie gesagt, nicht pausieren. Das kam ein Ding nach dem anderen. Das Spiel hat keine Pause-Funktion. Aber ich finde, das ist schade, wenn ich die Videos nicht zeige, weil ich finde, das ist noch cool gemacht eigentlich. IBS promptly formed a committee tasked with investigating the cause of the incident in Krakatoa. Some involved claim that a rogue AI, Leviathan, is operating under the sophistication of an AI computer program. If this thing happens, no Krakatoa Island is built up in this. IBS will own up to Leviathan's malfunction. Can you address the reports of exofighter patrols on the island? Reports of exofighter patrols are simply untrue. IBS is committing all possible resources to the investigation. Get out! We don't exist. Hey, what do you think this is? Bank's boarding house? You want something to do? Go get that suit of once over. Another year fixing your suits, huh? Well, I'm too big to dance, too old to sing. What? Check me off, Quaker. Absolutely not. What's the matter, Ace? Circling Leviathan day and night, boring you? No, I'm ready. I'll be all Swiss Army knife on the side. If that doesn't make for a great technician, I don't know what does. Patrol. Patrol what? Nothing has come on or off this island in 3 years. We're assigning you to a new team. Don't think of it as a demotion. Think of it as a But Leviathan's right there. You think he can see us? Attention crew. Vortex warning from IBS HQ. We're not on dino duty today. Vortex hazard level 5. Tell you what. Heads, we'll go check it out. Tails, not our problem. Not our problem. Oh, fucking blasted! Teeth? Sunday, out of curiosity, where is that vortex? There. We're too heavy. Suit drop now. There's no time. Get that thing out of here. Move your ass.
Ich bin Leviathan, die dich leitende KI. Willkommen auf Bikitoa. Aibius führt hier unter meiner Aufsicht seine wichtigste Forschung durch. Ich habe Neuigkeiten. Du hast die Erlaubnis zur Teilnahme an der laufenden Forschung und Entwicklung von Aibius. Ich werde dein Überleben gewähren, wenn du hervorragende Kampffähigkeiten zeigst. Sei dir dessen bewusst, dass die Teilnahme obligatorisch ist. Als Mitarbeiter von Aibius musst du tun, was ich sage. Deswegen sind wir auf der Insel gefangen. Und anscheinend sind wir so wie in einer Zeitschlaufe gefangen. Initiiere dimensionale Integration. Forschungsthema Exofighter. Transferiere in neue Kriegsspielphase. Willkommen in meiner Forschungseinrichtung. Also auf der Insel haben, glaube ich, über 500.000 Menschen gelebt. Aber wir kommen da nicht raus, die KI hat alles abgeriegelt. Und es hat, glaube ich, auch noch damit zu tun, dass wir irgendwie, glaube ich, in einer Zeitschlaufe gefangen sind. Ich weiß es nicht, also ich stelle jetzt nur mal Vermutungen an, aber so wie es aussieht, hat die uns dort gefangen. Weil wir reden dann noch mit unserem vergangenen Ich und so weiter, also einige vom Team. Das heißt, die KI will um jeden Preis eigentlich der beste Kampfanzug entwickeln, auch wenn wir dabei sterben. This way! Hands up. Nothing you be. Standing there like you never shot a dinosaur before? Alright, rookie. I'm gonna show you the ropes. Der mir jetzt geholfen hat, der ist anscheinend, glaube ich, schon 3 Jahre auf der Scheißinsel gefangen von der KI. So viel wenn ich das richtig verstehe. Und wir sagen ihm nachher, wir hätten das Jahr 2043 und er ist dann eben verwundert. Aber das sieht man jetzt dann eben. Aber auf jeden Fall komme ich jetzt besser nach. Das heißt, das macht jetzt langsam mehr Sinn. Ich glaube, da ist das Video, wo er dann realisiert, dass er schon länger da ist. Ich glaube.
Übung protokolliert und zeitliche Instanz läuft aus. Habt einen tollen Tag. Another die, another dinosaur. That's hustle hard, guys. Here, like this. For luck. See you around, mate. Also das Team ist eben mit dem Raumschiff, blöd gesagt, abgestürzt auf der Insel und er ist ja alleine unterwegs. Und jetzt hier kehre ich dann zurück ins Raumschiff und das Team ist eben, ja, überrascht. Ich glaube, das ist jetzt da, wo die Bekanntschaft macht. What is in this thing? Tequila, creme de menthe, and my secret ingredient, Scotch bonnet peppers. Oh, Okay. I think I got it. think? Here we go. 1, 2, 3, 4. Just. Yep. I definitely got it. No response on all radio frequencies. Connection to IBS network failed. Forget the network connection, Sandy. Just try to contact Ace. Ugh, if Ace would have survived, they would have checked in by now. You're underestimating his team, Your Majesty. Just stop calling me that. Oh! Sorry, bit of a pinch there. Ace is gonna make it. Yeah, the chief's right, you Madge. I mean, Ace might not have called in, but you know these strong silent types are. I'll slap my ball bearings. Ace really isn't dead. Also Ace bin ich. Alan Powderhouse! Er ist übrigens der Mechaniker. Das heißt, der ist ein bisschen natürlich gepisst, weil der Anzug so mega gut jetzt aus. Jetzt muss ich gerade überlegen, ist jetzt danach dieses Video gekommen? Es hat hier noch ein Video. Und dann noch eines. Jetzt muss ich gerade schauen wegen der Reihenfolge. Ja, das stimmt, glaube ich jetzt. Ja, das stimmt, genau. Sandy, love, be a dear and open the file on the Bikatoa incident. Certainly. The year was 2040, at exactly 4:58 p.m. on August 16th. Cable of the stratovator which joined the IBS research compound to the station in geosynchronous orbit experienced a catastrophic failure. The failure precipitated a partial collapse onto the island below. The incident functionally eradicated Tuvalu City. An estimated 215,000 human lives were lost in the main population center of the city. The debris weighed approximately 300,000 tons, and the energy released by its impact was equivalent to 20 million tons of dynamite. But according to these logs, the collapse was preceded by a mass dinosaur outbreak. Yes, the very first. And now we know that outbreak was courtesy of Leviathan. There must have been some kind of evacuation effort. Sandy, is there any data on how many people made it off the island?
Debris from the Stratovator's impact created a 60-meter tsunami that overwhelmed the majority of the civilian escape vessels. Total known survivors, 413. Lord Almighty. 500,000 people. Correct. IBS records indicate less than 1% of the population survived the incident. And the Leviathans kept the island sealed off ever since. We are the first living people to see the outcome. And is, you're telling us you were there in 2040? Physically, you saw the Jetzt macht das Ganze Sinn, And okay. Leviathan just happens to be running his war games right before worst industrial disaster of our time. Perfect. Just perfect. At least this puts things into perspective. Leviathan ist ja da die KI, die durchgedreht ist auf der Insel, oder? Das heißt, die KI hat die Dinosaurier erschaffen und die Menschen auf der Insel ausradiert und abgeriegelt, oder? Dann das nächste Video war, glaube ich, dann das da. Alrighty. I think we've got our first step to making sense of this cluster flip. Have a gander. This was shot from the carrier's nose camera as we were crashing. This is the first glimpse of Bikatoa anyone's had in 3 long years. The place is shattered. I can't see a single light on anywhere. In all likelihood, we're alone. Well, unless you count Leviathan, I guess. Sandy can get all kinds of info, even from a simple image like this. Even this limited data has yielded preliminary results. Still, the real gold mine is 2040, not this pile of overgrown ruins. We'll pull data straight from the source. Okay, let me grab Madge and the Chief and we'll see where we stand. Das war's. Dann kommt jetzt noch... Jetzt hat's noch 2 kurze Videos dazu. Tolle News. Du hast die Erlaubnis zum Überleben. Du bist ein idealer Proband für solch ein bedeutendes Experiment. Dein neuer Auftrag ist ein ewiges Kriegsspiel. Erkunde dein Potenzial in tödlichen Kämpfen gegen meine umgesiedelten Dinosaurier und deine Exofighter-Kollegen. Bitte übermittelt mir die bestmöglichen Kampfdaten, um den bestmöglichen Exosuit zu entwickeln. Erledige deinen Teil. Überlebe das Kriegsspiel und erzeuge gute Kampfdaten. Tiefes Lernen lädt. Bedrohung steigt. Forschungsthema Exofighter. Kriegsspiel leitet unendliche Wiederholung ein. Menschen. Kämpft und sterbt für mich. Okay. Ja, weil gestern, wie gesagt, ich wollte eigentlich gar nicht spielen. Ich wollte nur die Einstellungen machen, Optionen. Dann habt ihr die ganzen Videos abgespielt und ich hatte keine Ahnung. Und jetzt muss ich eben das ein bisschen gerade aufarbeiten. Aber eigentlich war es vielleicht nicht zufällig, dass ich noch Internetprobleme hatte. Dann war eine Serververbindung noch weg und so weiter. Jetzt macht es dann auch Sinn und ich verstehe, warum ich da kämpfe eigentlich. Can I be of assistance? I just need a circuit jump here. Oh, well. And voila. Not everything can be fixed with robot arm. Oh, Majesty. Majesty, you wound me. Okay, Sandy, open a connection. Connection ready. Ah, I got it working. All right. How you doing, mate? Oh, you the rude boy that pulled my pilot's feet out of the fire. Mm-hmm. Tell me, what kind of name is Magnum? Well,
When we get out of here, you can ask me mine. You get that suit fixed, okay? We got our priorities. I'm making sense of this situation. War games and parallel worlds. You've been living cloudy with a chance of repos for 2 years. Is this a bigger bite to chew? 3 years. You're somewhere on this island. That's the only explanation. And I'm Lorenzo. You grew up on the design race cars, right? With your little sis. Only you ended up doing this. And Haruka ended up... Hey! That's enough. I'm not saying funny here, Ross Clot. Chief, you want to try talking to Parallel you? Another one. Still handsome. Oh. Right here. Now don't sweat it, man. You Lorenzo's never swallow this stuff. That's why I gave Ace that coin. That's parallel world money, money. Magnum, yeah. Have you, seen one of me over there? Oh man, I've never seen one of you. Nice hardware. Reckon he's a lift ticket, yeah? Now wait a minute, I'm not... Now, listen up, Leviathan's got our plums in the blender. It's trying to build stronger exosuits, so it's pulling any exofighter it can get hold of back in time for these bloody war games. Now you win, your fabulous prize is more bloody war games. Hey! And you lose, you die. And your whole crew starts to dead. Well, that's not an option. No, I reckon it's not. So one way or another. Geehrte Teammitglieder, bereitet euch auf dimensionale Integration in 10 Minuten vor. See? Soon you're gonna be back in 2040. But remember, you need to keep fighting until we can figure out how to destroy Leviathan. Alright? You stay alive, mate. Only you. Chief, what was that? Chief, there were 2 of you. I don't understand. I don't know. I don't think I believe it. And I know I don't understand it. But right now, we got a suit to fix. Let's get to it. Something wrong, Madge? I've never heard the chief raise his voice like that. Oh, when he spoke about Haruka, the chief's sister. She died. I mean, it's in his file. I mean, Sandy has it. She has all our files. Madge, have you not read them? Absolutely not. It is inappropriate to read that. Wait, have you read? Is that my file? Are you reading? Did you read my file? I would never, just the teeniest... Ace, listen to me, okay? You have to find one of me over there. It's not funny, Ace. Ace, I could be talking to myself. You're doing it now. I am available for tactical support and mental counseling. Okay. Ich glaube, jetzt hier bin ich soweit. Dann kommt jetzt eben die nächste Story. This transmitter, how does it work? Gee, well, don't ask me. Ace found it, I just turned it on. Somehow. You get me? This is joke time now. Okay, wait, let's focus on what we do know. We know it transmits between timelines. So, it has to be tied into Leviathan's programming. But that much I know. You brought a piece of Leviathan on board the carrier? You are a maniac. This doesn't look like a piece of Leviathan. It's more like a Leviathan egg. And you are twisted. Also das, was jetzt kommt, ist für mich auch neu. Also... Finally, we're starting to get data from 2040. This is great, Sandy. Thank you, Technician Alders. Okay, Sandy, we've talked about this. You can just call me Alders. Understood.
Professional etiquette now set to non-essential. Alders. Now, Ace, with your exosuit as a relay, we've managed to hook into the island's surveillance network during the war game. And this nonsense, it's happening all over the island. Downtown, the dam, the airport, you name it. Listen to what this bastard was banging on about when we got this image. Exosuit macht euch bereit, eure Überlebensreise zu starten. Dieses Szenario braucht ein Feindseligkeitsabwechslung. Ladet nach und macht euch auf neue Dinosaurier-Ziele gefasst. Hostility upgrade. Leviathan has a 5-alarm hard-on for dinosaurs. Magnum was right. It's running this island like some kind of massive combat tech R&D project, and for some reason, it's fixated on dinosaurs as the ultimate opponent. Tell me this is better than it looks, Chief. Come on, Madge. Who am I talking to? You can get us off this island anytime you want. Shit. Thank you. Now the truth. We're screwed. The vortex pushed the jet control system to the red line. The turbine blades shattered from the stress on the port engine. Pieces of it bounced around, wrecked hell on the inside. And then the fuel line caught fire and melted the hydraulic system. So no damage beyond the port wing. That's not enough for you? The crash could have stressed or broken anything on the whole ship. Which means you and me are going to take apart and put back together everything on this bird until we are sure it is good to fly. Ah, fantastic. So glad I asked. Chief, there is no fixing this. Now, who do you think you're talking to? This is me, Madge. 2 weeks, 3 weeks tops. She's fixed. 2 weeks? I can shave off 4 or 5 days if you don't mind crashing on liftoff and touchdown. What? It's the deadliest part. You are a wild man, Chief. Sandy, what is our water situation? With an atmospheric humidity at 85%, our hydration resources are well secured. And we've got rations, and beer. A cooler full. We can do this? What? I am not dying sober. You sound like my grandmother. What is this? Are they burying that suit? Unclear. It's a deeply encrypted photo from an IBS worksite somewhere on Bikatoa. The timestamp is old, well before the incident, dating to the earliest days of exosuit development. Now, You and your conspiracy theories. Go ahead, tell him. I know you're dying to. Now, as I was saying, this is Bikatoa. Exosuits were developed here right from the start of the program. Clearly, some poor bloody test pilot took a hit to the chest, and they decided to bury the evidence. And then took an incriminating photo of it? Well, I don't know, but look at the thing. It's shredded. Sure, the frame looks buckled, but the hatch was still open. I am telling you, somebody died in there. And if so, why have we never heard about these deadly accidents in the exosuit development program? I've seen exofighters get out of worse than that. No way. That's thoracic crush damage and a punctured lung at least. Listen when I tell you. I saw a gal fall off a 6-story building, wrestling a triceratops on the way down. They hit the ground. Bam! Horn went through the chest. And I mean through the chest. What happens? She takes hold of the horn, breaks it off, walks back to where I'm landing the carrier and says, "Chief, mission complete." And then? Then she bled all over my hangar and spent a month in the ICU. Exo fighters. You do some crazy shit, but you get back up afterwards. Das heißt, jetzt kann ich eigentlich weiterspielen und immer wenn man eben da weiterspielt, dann gibt es dann wieder ein paar Tagebücher.
Aber es ist eigentlich ein Mix zwischen Multiplayer, also man ist mit vier Spieler spielen mit dir. Das Gegnerteam hat auch 5 Spieler. Und dann kann man wählen, hin und wieder gibt es eben dann den Modus, also man kann zufälligen Modus wählen. Dann ist man entweder Spieler gegen Spieler, gemixt mit dem Dinosaurier oder reiner Kampf gegen Dinosaurier. Aber das Gegnerteam ist trotzdem da. Ich weiß nicht, ob es dann später noch andere Modus gibt oder ob das blöd gesagt immer 5 gegen 5 ist. Aber ich mache auf jeden Fall in Zukunft immer zufällig. Die ersten Gehversuche habe ich eben in den anderen 2-3 Videos dann. Aber jetzt habe ich zumindest die Story so wieder halbwegs rekonstruieren können. Das heißt, jetzt komme ich dann auch nach, warum ich da eigentlich kämpfe. Das heißt, die sind jetzt dort im Raumschiff auf der Insel gefangen und müssen gegen diese wahnsinnige KI überleben. Ich finde es noch cool gemacht eigentlich, die Mischung. Also ich muss sagen, ich werde es auf jeden Fall mal durchspielen, bestimmt die ganze Kampagne. Und hier gibt es massig Anzüge zum Freischalten mit verschiedenen Kampftechniken. Ich habe noch nicht alle ausprobiert, ich habe nur 2 ausprobiert. Der mit dem Sturmgewehr und der andere mit dem Granatwerfer, diesen da. Den gibt es aber nachher auch noch mit Raketenwerfer, habe ich glaube ich gelesen. Und mit... Ah ja genau, er hat noch einen Flammenwerfer und mit Raketenwerfer. Aber ich weiß nicht, wie man die freispielt, das weiß ich noch nicht. Ah, hier Belohnung für Stufe 20. Das heißt, man muss jeden Anzug auf Stufe 20 bringen, damit man dann den nächsten freispielt. Aber da ist ja Wahnsinn, wie viele Spiele man da spielen muss. Also bis man da wirklich alle hat, da spielt man wahrscheinlich mehrere 100 Spiele, ich weiß es nicht. Jetzt hat es eben gerade so ein Event, wo es mal 2 Erfahrungspunkte gibt. Und wenn man eben zufällig einschaltet, gibt es einem noch 1,2-fache Erfahrungsbonus. Das heißt, hin und wieder hat man Spieler gegen Spieler, dann kann man einander abknallen, hat die Dinosaurier noch an der Backe. Oder dann ist man nur gegen Dinosaurier am Kämpfen und das Team, das schneller ist, gewinnt dann eben. Ich finde es noch eigentlich interessant und Spieler hat es auch immer direkt gefunden. Man kann auch wählen, dass es eben mit Steam-Spieler, Xbox-Spieler und so weiter, dass man die auch reinholt. Das kann man aktivieren oder deaktivieren, glaube ich. Das habe ich noch nicht genau angesehen. Ja gut, das war's jetzt mal. Auf jeden Fall habe ich jetzt so ein bisschen zusammenfassen können oder ich kann jetzt nachvollziehen, warum ich auf der Insel bin und was das Ganze hier soll. Und ich habe mich noch gefragt, warum zum Geier kämpfe ich gegen Dinosaurier. Aber das ist die KI, die das erzeugt hat. Also auf jeden Fall macht jetzt alles ein bisschen mehr Sinn. Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das weitergeht, ob wir da von der Insel fliehen können. Das sind eben immer so Fetzen, Story-Fetzen, wo man dann immer nach und nach freischaltet. Freischaltet? Gut, das ist ja fast auch wie ein Schälen von außen. Aber ne, freispielt. Auf jeden Fall komme ich jetzt nach, was da so passiert ist. Aber das geht auf jeden Fall noch länger, bis man da die ganzen Anzüge frei gespielt hat.
freue mich auf jeden Fall, die ganzen auszuprobieren. Wird auf jeden Fall interessant. Ja gut, dann vielen Dank